now his greetings. І після цього легендарний український спортсмен, ім'я якого ви вже здогадуєтесь, який виступить одразу після шановного європарламентаря, після цього буде особливий гість і учасник сніданку. Welcome! Einen wunderschönen guten Morgen. I wish a wonderful good morning to everybody. Sie erlauben mir, dass ich auf Deutsch rede. Ich bin glücklich, hier zu sein und einige Worte an Sie richten zu dürfen und möchte mich über diesen Wege auch ganz herzlich an die Organisatoren und an die vielen helfenden Hände, die diesen Tag heute ermöglichen, auch nochmal einen ganz besonderen Dank aussprechen. So I will want to say good morning to everybody. I am very happy and delighted to be here and to be able to speak to all of you. Thanks at the very beginning to all organizers to make it possible that we come together today, and thanks to all the helping hands for making this event possible. Und danke an meine Mitarbeiterin Anne, die so vortrefflich übersetzt. Thanks to me because I tried to help with the translation. Ja, also ich selbst komme aus einer Familie mit 5 Kindern. I myself come from a family with 5 kids. Und wir wurden sehr christlich erzogen. And we have been raised in Christian belief. Ich musste allerdings auch die Erfahrung machen, da der liebe Gott mir meine Mutter sehr, sehr früh genommen hat. Unfortunately, I had made the experience that my mother has been taken away by God at a very early moment in my life. Nach langer, schwerer Krankheit. After a long, difficult illness, my mother passed away at a very young age. Dass Gott uns oft prüft. So God is challenging us, is testing us very often as well. Diese Prüfung habe ich, glaube ich, bestanden und sie führte mich dazu, dass ich heute Bundesvorsitzender der Familienpartei Deutschlands bin. I do think that I lived up to this challenge and this test, and it makes that now I am the federal president of German Family Party. Und 2019 ins Europäische Parlament gewählt worden bin. In 2019 I have been elected into European Parliament. Wo ich heute der EVP-Fraktion angehöre. And I am today with the PPE group in European Parliament. Ja, dass ich ins Europäische Parlament gekommen bin, habe ich eigentlich meiner Sozialisation zu verdanken, nämlich die innerhalb meiner Familie. The fact that I am today in European Parliament is something I owe to the upbringing in my family at home. Sie ist es, die mir den Weg geebnet hat und die mir den Weg quasi geführt hat bis ins Europäische Parlament. It's my family that paved the way and that led me to European Parliament. Und mein Anliegen ist es natürlich, die Familien in ganz Europa zu stärken. Deswegen möchte ich ein Kinderkostengeld einführen und trete dafür auch fest ein. Well, my dearest wish is to support and strengthen families in Europe, and that's why I wanted to set up the child cost allowance. It's a payment to parents for the cost for the upbringing of children. Und mein Anliegen ist es natürlich, die Menschen zueinander zu führen, die Völker Europas zueinander zu führen. Und deswegen gehöre ich auch der Delegation Ukraine an. Und deswegen freue ich mich nochmal ganz besonders, heute hier reden zu können. And my dearest wish is as well to unite people. I want to unite people in Europe, and that's why I'm here as well in Ukraine in this delegation, so as to bring people in Europe and with Ukraine closer together. Als Europaabgeordneter wollte ich die Delegation Ukraine unbedingt haben. Und es war auch Bedingung für mich in der Fraktion, dass ich nur diese Fraktion gehe, wenn ich die Delegation Ukraine bekomme. As member of European Parliament, I expressed my wish to be member of the Ukrainian delegation from European Parliament. It was my condition
to join European People's Party. Otherwise, I would not have joined this political group because it was my dearest wish to be there with the European delegation. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass gerade ich auch als Deutscher hier eine ganz besondere Verpflichtung habe. Because I do think that as a German, being a German and from Germany, I have a particular duty and particular delegations towards Ukraine and Ukrainian people. Die Ukraine ist vor 30 Jahren befreit worden, man kann es ruhig befreit worden sagen. Sie konnte die Handfesseln des Kommunismus ablegen. 30 years ago, Ukraine was able to shake off the manacles of a Russian regime. 30 years, now after 30 years, Ukraine is liberated and a free country. Und nach meiner Ansicht nach gehört die Ukraine als zweitgrößtes Land Europas natürlich zur Europäischen Union. And I do think that Ukraine, as the second biggest country in Europe, belongs to European Union. That's my personal conviction. Dafür mache ich mich tagtäglich stark im Parlament, fordere allerdings auch oder sage auch ganz unmissverständlich, wer unter das Dach Europas möchte, muss die Rechtsstaatlichkeit wahren und die Menschenwürde achten. And that's what I work for and endeavor for in European Parliament on a daily basis. But at the same time I say, who wants to be under the European roof has to adhere to rule of law and respect dignity of the human being. Ich bin mir sicher, dass die Ukraine auch diesen Weg schaffen wird, dass nicht mehr Journalisten verfolgt werden, dass die Pressefreiheit und Religionsfreiheit in diesem Lande eine Wertigkeit hat, die auch vollzogen wird und die auch geschützt wird. I am sure that Ukraine as well will manage to do this, to guarantee these rights, so that no more journalists have to go to jail or are persecuted, that the freedom of press will installed, and so that these basic values will be adhered to in Ukraine. Und wenn ich sage, die Ukraine gehört zu Europa, zur Europäischen Union, dann sage ich allerdings auch, dass man nicht verwechseln darf, Europäische Union und NATO. Das muss man ganz deutlich sagen. Well, if I say that Ukraine is part of Europe and belongs to the European Union, then I say at the same time that it must not be confused with NATO. It's not the same. Und das sage ich bewusst, weil ich schaue natürlich in die Ostukraine und ich schaue natürlich auf die Krim. And I do say this very consciously because, of course, I turn my eyes towards eastern Ukraine and Crimea. Eine Politik, eine weise Politik sollte nicht Ängste erzeugen, sondern sie sollte Ängste nehmen. A good policy, a wise policy, should not create fears, but take fears away, eliminate them. Und deswegen betone ich noch einmal, die Ukraine mit Aufnahme in die EU ist nicht gleichzusetzen mit der NATO-Mitgliedschaft. Und wenn ich jetzt sehe, so wie wir hier alle versammelt sind, haben wir alles eines gemeinsam. Wir alle sind kleine Wunder. Well, and that's why I want to underline one more time, European Union membership for Ukraine doesn't mean NATO membership. And there's one more thing I would like to say, one more thing that unites all of us. We all are small wonders. Every single of us is a small wonder. Wir sind Menschenkinder, wir sind Menschen und jeder Mensch ist ein Wunder Gottes. We are human beings.